Heute nehmen wir euch mal mit auf die angeblich schwierigste Serpentinen-Offroad-Strecke von ganz Malawi. Da muss sich unser Fahrzeug mal wieder mächtig unter Beweis stellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir sind Yvonne und René und in dieser Woche wird es mächtig heiß in Malawi. Offroad pur erwartet uns und ein mächtiger Steppenbrand bereitet uns Sorge. Viel Spaß dabei. Einen schönen guten Morgen aus dem sehr nassen Malawi. Heute hat es total geregnet. Jetzt habe ich meinen Mann gerade mal Oh rufen hören. Ich gehe mal auf die andere Seite mit euch. Und das da. Ja, René sagt, wir hätten einen Platten. also noch keinen ganzen Platten, aber der hat erheblich Luft verloren. Vielleicht hat ein Skorpion reingebissen. Genau, oder Ameisen, die hier rumkriechen, haben sich durchs Gummi gefressen. Ja, also wahrscheinlich hat er irgendwo ein Einschussloch gekriegt. Na gut, aber gucken wir mal. Yvonne fährt jetzt mal langsam ein Stückchen vor. In der Zeit können wir mal gucken, ob da irgendwo was im Reifen drin steckt. So, fahren Sie mal langsam los. Ja, weiter. 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 Ja. Nee, bis jetzt ist hier noch nichts zu sehen. So, auf die Schnelle konnte ich jetzt erstmal nichts sehen. Es könnte nicht sein, dass es von der Innenseite vom Reifen ist. Aber wie gesagt, so schlimm sieht das auch gar nicht aus. Jetzt mache ich eins, jetzt prüfe ich doch tatsächlich erstmal den Luftdruck, bevor wir hier weiter in Panik verfallen. Ja, hier haben wir noch 1,4 bar auf der Uhr, das ist schon wenig. Also irgendwo verliert er Luft. Jetzt gilt es halt mal zu gucken, wo. Er hat was gefunden. Mit dem Kosmetikspiegelchen auf der Innenseite ist wohl eine Schraube dran. Schraube, Nagel, irgendwas Festes. Da ist irgendein Schnuddel. Nee, ich hol den Reifen runter, weil das eine blöde Position, da komme ich schlecht ran. Ich muss diesen Stoppen nachher da reinwürgen und das, wenn der Reifen ab ist, geht es glaube ich deutlich einfacher und wahrscheinlich auch so, dass es danach hält und ja. Deswegen runter mit dem Reifen. 4 Jahre Afrika und bis heute kein einziger Reifenschaden. Wir können also wirklich nur sagen, bisher hatten wir einfach Glück. Doch irgendwann erwischt es wohl jeden und wenn schon, dann wenigstens zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort. Für René bedeutet das vor allen Dingen eins. Endlich kommt sein Reifenflickset zum Einsatz. Vielleicht erinnert ihr euch. Einen ersten Versuch gab es schon einmal, damals bei unseren südafrikanischen Freunden Butch und Marisha in Uganda. Mit ihrem Equipment wollten wir Butchs Reifen reparieren, doch das Loch war schlichtweg zu groß, Versuch gescheitert. Heute also ein neuer Anlauf, diesmal mit eigenem Reifen und eigenem Equipment. Nur als kleine Nebeninformation, wir fahren schlauchlose Reifen, deswegen kann man so martialisch an die Sache rangehen. Gilt es natürlich erst nochmal den Reifen aufzublasen. Heute
Heute nehmen wir euch mal mit auf die angeblich schwierigste Serpentinen-Offroad-Strecke von ganz Malawi. Das fängt schon mal ganz gut an. Die ersten Meter waren eben schon mal so eine Einspur, so ein Eselsfahrt. Und dann doch so ein bisschen, hab das ja wie immer gedacht, naja komm hier, das ist alles kein Problem. Aber ich glaube, es könnte doch ein bisschen aufregend werden. Ja, es wird aufregend. Denn sofort nach der Campausfahrt verengt sich die schon schmale Piste um einiges und große Felsbrocken erschweren uns das Vorankommen oder starke Auswaschungen lassen uns direkt in den Abgrund schauen. Die Serpentinenkehren sind so eng, dass wir mehrfach rangieren müssen. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, wie Aufnahmen überhaupt entstehen. Die Dame wird immer nach vorne geschickt, damit sie was filmen kann. Und ich darf dran vorbeifahren. Oh, Hilfe! Die schmeißt mich hier aus dem Sitz. So, jetzt gucke ich mal mit euch hier auf die Karte, wie wir sehen können. Ach, da kommt ja noch eine ganze Menge von diesen Serpentinen. Das war ja erst der kleine Anfang. Jetzt machen wir mal ein kleines Interview mit der Fahrerin zum Thema des Schwierigkeitsgrades dieses Passes. Ist nicht schwierig, man muss halt nur Geduld haben. Es ist anstrengend, das ist eng. Also ich habe schon auch immer wieder Herzklopfen, wenn es so eng ist und es links an mir vorbei runter geht oder wenn es so schräg ist, aber im Prinzip ist es mehr ein Geduldsspiel. Jetzt könnte ich noch die Frage nach der LKW-Tauglichkeit stellen. Die habe ich mir vorhin tatsächlich auch schon gestellt. In Anbetracht dessen, dass man dann ja auch noch immer so hoch ist, ist das natürlich echt so eine Todespiste dann. Hier unten ist das, glaube ich, kein Problem, aber da oben gab es schon mal ein paar Stellen, die ich, glaube ich, nicht als LKW-tauglich sehen würde. Also vor allen Dingen nicht, wenn du 2,50 Meter Breiten hast, das auf keinen Fall. Also unser MAN hat jetzt 230er Spurbreite, das würde noch gehen, vielleicht, aber halt nicht wirklich viel Durchfall in der Hose. Aber ich glaube, ein großer LKW kommt hier nicht hoch oder runter. Wir haben aber auf jeden Fall immer wieder jetzt den Ausblick schön runter auf den See und es ist ein elendslanger Sandstrand und da werden wir auch als nächstes hinfahren und so richtig lang kann das nicht mehr dauern. Ich
glaube, es kommen noch so ein paar Serpentinen und dann haben wir es auch geschafft. So, wir hatten es ja gerade zum Thema Schwierigkeitsgrad. Und wenn sowas natürlich passiert, dann ist es auch ein bisschen blöd. Ich sag mal, für uns sollte das jetzt kein allzu großes Problem darstellen. Aber mit dem LKW müsste man wahrscheinlich noch mal ein bisschen sägen gehen. Wir können es ja mal abschreiten heimlich. 1, 2. Naja, also mit 2,50 Meter dann ist schon Schluss mit lustig. Tipptopp macht die Lady das. Hallo. Hallo. Die Jungs, die haben auch ein bisschen was drauf, finde ich. Keine 24 Stunden, nachdem wir diesen eigentlich wunderbaren Platz besucht haben oder angekommen sind, fahren wir schon weiter. Ja, ich kann das gar nicht so benennen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, jetzt so viel vor der Kamera zu jammern. Aber mir persönlich geht es nicht so gut. Ich bin immer noch weiterhin nicht bei dieser Reise so richtig angekommen. Ich glaube schon, dass dieses letzte Jahr sehr, sehr an mir gezerrt hat zu Hause, der Verlust unserer beiden Mütter, und dass das jetzt so richtig rauskommt. Wir treffen halt auch keine anderen Reisenden. Das führt wirklich zu so einer Art Vereinsamung. Und das tut der Seele nicht gut, zumindest meiner nicht. René ist nicht ganz so wie ich, aber durchaus auch. Jetzt noch dazu dieses ganze Hickhack mit Tansania, ja, nein, Nairobi, ja, nein. Wir haben uns ja entschieden, aufgrund der ganzen sehr prekären Lage in Tansania jetzt umzudrehen. Wir bleiben auch bei der Entscheidung, die tut uns gut. Nichtsdestotrotz sind wir beide so ein bisschen wild. Wir fahren jetzt wieder zurück in Richtung, also ganz, ganz langsam in Richtung Lusaka. Wir müssen noch ein paar Tage hier in Malawi auch bleiben, weil wir gar nicht mehr so viel Restvisum für dieses Jahr für Sambia haben. Und das gilt es halt alles so ein bisschen mit zu berücksichtigen. Wir verlassen jetzt auf jeden Fall hier das Chitimba Camp. Das wird von 2 Holländern geführt, die seit 18 Jahren hier sind. Wirklich alles sehr schön gemacht. Und ja, jetzt da geht das Tor schon wieder auf und wir fahren. In den meisten afrikanischen Ländern erhalten Europäer bei der Einreise in der Regel ein Visum für bis zu 3 Monate Aufenthalt. Meist gilt diese Zeit innerhalb eines Jahres, gerechnet ab dem Zeitpunkt der ersten Einreise ins Land, also nicht nach Kalenderjahr. Manchmal hat man Glück und bekommt bei einer erneuten Einreise noch einmal 3 Monate. Darauf verlassen kann man sich allerdings nicht. Es ist eher Glückssache als eine verlässliche Regel. Nachdem unser Hinweg nach Livingstonia durch die Berge führte, bringt uns der Rückweg nun von dort nach Mzuzu entlang des Sees. Wieder zeigt sich das Land von einer ganz anderen Seite, allerdings auch von einer sehr staubigen. Wir fahren durch scheinbar endlose Straßenbaustellen. So, wir rollen ja wieder nach Mzuzu rein und links von uns kann man jetzt mal den Flughafen sehen. Der Flughafen ist hier natürlich nur einfach so ein Rollfeld. Das sieht eher auch so ein bisschen aus wie so eine, wahrscheinlich ist das von der Qualität her so gut wie die Straße, wird lauter Potholes haben.
Und wir haben es jetzt mal mitgemessen. Wir haben bis jetzt eine Länge der Start- und Landebahn von 1100 Meter. ungefähr 1100 Metern. Das wird für unseren Landcruiser reichen, um ungefähr auf 100 km/h zu kommen, wenn es gut läuft. Also ich habe ungefähr keine Ahnung, was hier starten und landen kann auf so einer Bahn. Aber das war es auch von der Länge. Viel mehr Luft haben wir hier nicht. Also ich glaube, von International Airport wird das Ding entfernt sein, oder? Aber ich glaube, es steht dran. Steht dran. Ich glaube, es ist der International Airport Musuzu. Was soll ich sagen? Unser Abreisetag in Musuzu ist da. Wir haben jetzt noch mal 2 Tage hier auf dem Camp ausgeruht und haben auch vor allen Dingen noch einen anderen Reisenden kennengelernt. Peter aus München mit seinem Unimog, der auch schon seit 3 Jahren hier in Afrika unterwegs ist. Jetzt wollten wir aber eigentlich... Oh, jetzt kommt er, jetzt kann ich mich unterbrechen. Jetzt ist er erfolgreich, kann ich euch zeigen. Weil eigentlich wollten wir noch mal kurz nach Gewindestangen gucken gehen. Und ich warte nämlich schon seit bestimmt einer Dreiviertelstunde hier und wollte gerade schon eine Vermisstenanzeige aufgeben. Hier kannst du einkaufen gehen und kriegst richtig Geld zurück. Ich habe mehr Geld mitgebracht, als ich weggebracht habe. Das verstehe ich nicht. Das erkläre ich dir gleich noch. Okay, aber er ist auf jeden Fall auch noch erfolgreich gewesen. Er hat Gewindestangen gekriegt. Gewindestangen, Schrauben, Unterlegscheiben. Und ich habe mit Airtel Money bezahlt und habe einfach gesagt, ich zahle freiwillig das Doppelte. Und dann vergibt ihr mir die Hälfte bar zurück. Das haben sie auch gemacht. Jetzt hat er mich ganz durcheinander gebracht. Auf jeden Fall sind wir eigentlich nur auf der Abreise, am Abreisetag. Er wollte mal kurz gucken, ob er das kriegt, weil er muss ja immer noch üben, ob unser Auto in einen Container passt. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Makuzi Beach. Da waren wir ja schon mal in unserer Zwangspause, als wir gewartet haben, was mit Tansania passiert. Und da will er mal gucken, ob er vielleicht schon ein bisschen rumbasteln kann und die Zeit besser rumbringen kann, weil wir wollen in 2 Wochen in Sambia sein, in Lukasa. Da haben wir quasi ein Date mit Peter und Biene, mit August, dem Reisewagen. Die kommen nämlich aus Österreich, wir wollen uns noch mal sehen. Und vielleicht halt eben neue Reisewege gemeinsam besprechen. Das ist nämlich auch ganz spannend, was dann da passiert. Und ja, wir sind jetzt eigentlich auf der Suche noch nach einem Schweißer. Metallbau, ja. Weil René sich noch, was machen will? Ich brauche noch so ein paar Platten. Ich mache mir jetzt erstmal Gewindestangen, forme ich mir neue U-Bügel, also die Achsfeder-Schäkel-Dinger. Und unten drunter brauche ich jetzt immer noch ein paar Platten, um das Ganze zu verschrauben. Und da bin ich noch auf der Suche nach einem Metallfuzzi, der mir so ein paar Stahldinger schneiden kann. So Zentimeter starke Platten brauche ich. Das Geräusch klingt schon mal vielversprechend. Da schleift einer. Nein, was macht er? Er flext. Da flext einer. Ach, ich habe gerade noch mal Glück gehabt, dass es mir selber eingefallen ist. Und man sieht ein Schweißgerät. Und jetzt muss René erstmal gucken, was es heißt, was er eigentlich braucht. Gut vorbereitet der Mann immer da, wo er hingeht. So, jetzt bin ich ja hier beim Stahlmann. Lass mir meine Platten machen für meine Federkonstruktion. Hab das jetzt hier mal schön angezeichnet. Jetzt werden die Löcher gebohrt. Wird das mal Strom auf die Maschine gegeben. Wird der Bohrer zwischendrin mal nachgeschärft, damit das hier irgendwie ein bisschen vorwärts geht. Weil wir haben jetzt von 8 Löchern, die ich haben will, haben wir jetzt erst 5,5 geschafft. Die Verkabelung der Bohrmaschine gilt es auch ein bisschen zu beachten.
Also das Bohren von den 8 Löchern hat aufgrund des stumpfen Bohrers jetzt halt doch, ich glaube, über eine Stunde gedauert. Die Teile da rausflexen, das ging ja ratzfatz. Jetzt werden sie gerade noch entgratet und dann haben wir es aber geschafft. So, jetzt kommen die guten Teile. Okay. So, also jetzt gucken wir uns mal hier die Präzisionsarbeit an. Also es gibt Rundlöcher, es gibt ovale Löcher, es gibt diagonale Löcher. Also wir haben alle Lochqualitäten haben wir produziert. Wir haben Löcher in der Mitte, wir haben Löcher am Rand. Wir haben eigentlich überall Löcher. Da die Teile ja nur für den Versuch benötigt werden, unser Auto gegebenenfalls containertauglich niedriger zu bauen, kann man über diese Präzisionsarbeit wohl hinwegsehen. Unser Weg zurück an den See führt uns durch endlos erscheinende Kautschuk-Baumplantagen, deren saftiges Grün prächtig anzuschauen ist, und nach 100 Kilometer haben wir unser Paradies wieder erreicht. Makusi Beach in Malawi. Einen schönen guten Morgen. Wir nehmen euch zu unserer morgendlichen Routine mit, solange wir hier sind. Kaffee in unserer Strandlounge. Aber erstmal müssen wir da reingehen, Platscher Plutscher machen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist einer von 2 Goldies. Die liegen immer unter unserer Liege. So, da sieht man's. Und wenn man nicht weiß, dass sie drunter liegen, dann hast du hier wilde Bewegung unter deiner Liege. Normalerweise zu denken, ach du lieber Gott, wird vermuten, es ist ein Krokodil oder irgendwas und wird panikartig wahrscheinlich aufspringen und davonrennen. ich kann euch sagen, hier draußen passiert was. Und was macht mein Mann? Er geht hin, aber er nimmt euch nicht mit. Ich schätze mal, der Berg brennt. So wie sich das anhört. Ja. Voll was los hier gerade. Ich war ein bisschen angeschissen, dass ich die Kamera gar nicht mitgenommen habe. Aber hier gibt es gerade mal einen schönen Brand. Das geht hier ganz schön zur Sache. Ich muss ja mal kurz überlegen, ob ich lieber meinen Reifen wieder ins Auto mache. Das wird zur Not auch lüften können. Und wenn das hierher kommt, ist auch nicht so blöd. Und ich sag mal, Buschfeuer können doch mal schnell außer Kontrolle geraten. Denn das Feuer lodert meterhoch und trotz des Regens ist das Gras ausgedörrt und wirkt wie natürlicher Brandbeschleuniger. Die Geräuschkulisse ist enorm, genau wie die Hitzeentwicklung. Und auch wenn der Lodgebesitzer dies vorsätzlich gemacht hat, wie uns angetragen wurde, kann die Natur dem Vorsatz durchaus ein Schnäppchen schlagen, wenn zum Beispiel der Wind dreht.
Wenn ihr unseren Weg weiter begleiten wollt und euch gefällt, was wir hier teilen, dann helft uns, diesen Kanal weiter wachsen zu lassen. Empfehlt uns weiter, lasst ein Abo da, schenkt uns ein Like und hinterlasst uns einen Kommentar. Jede einzelne Unterstützung motiviert uns mehr, als ihr vielleicht denkt. Aber jetzt geht es weiter. So, also jeder freundliche Mitarbeiter hat gerade gesagt, wir müssen uns überhaupt keine Gedanken machen. Die machen das jedes Jahr und hier wird immer noch alles stehen. Also völlig normales Burning. Aber ich sag mal so, für uns als Mitteleuropäer ist das ein bisschen erschreckend. Jetzt gehe ich mal ganz kurz mit euch raus. Wir haben ja jetzt heute das abenteuerliche Feuer gehabt. Das hat ja wiederum René unter seinem Auto hervorgerufen, denn er hat sich heute mit unserem zukünftigen Problem beschäftigt. Und das versucht er euch jetzt mal kurz und knapp wiederzugeben. So, Freunde der Nacht, ich arbeite immer wieder an dem Thema, unser Auto in einen Container zu bekommen. High-Cube-Container, 2,58 Meter maximale Einfahrtshöhe, also man muss schon eher so bei 2,55 Meter landen, damit es funktioniert. Auto ist ungefähr gut 30 cm zu hoch. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Rumdoktern, wie kann ich das hinkriegen. In erster Linie muss ich die Hinterachse weiter runter bekommen, weil er hinten am höchsten ist. Das eine ist, anstelle der normalen Räder kommen sogenannte Containerräder. Da mache ich mir einfach nur so Scheiben, die gerade so groß sind wie die Bremstrommeln. Auf die Art verliere ich schon ungefähr gute 18 cm. Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, irgendeine Lösung zu finden, die Feder halt anders dahin zu kriegen. Jetzt habe ich aber einen Plan gefasst. Es kommt einfach ein Vierkant-Stahlträger hier hin. Der läuft dann ungefähr auf dieser Höhe von diesen Gewindestangen, die ich hier gerade mal reingelegt habe. Und da baue ich oben drauf, setze ich die Achse. Und damit liegt die Achse hier oben auch am Federanschlag schon an. Und dann werde ich die mit meinen neuen Gewindestangen verschrauben. Und da gewinne ich nochmal ca. 12 cm. Und somit müsste ich bei ungefähr 30 cm landen, die ich hier einfahren kann. Und ja, jetzt musst du mal messen, dass ansonsten nicht irgendwas anderes dann auf dem Boden aufliegt. Und vorne kommen auch die Containerräder drauf. Und dann müsste es eigentlich gehen. So der Plan. So der Plan. An dem Plan werden wir euch natürlich teilhaben lassen, aber das dauert noch einen Moment, weil jetzt stehen wir ja noch an unserem kleinen paradiesischen Platz hier und wollen hier noch so eine Woche stehen bleiben. Danach geht es irgendwie nach Lusaka, um das Ganze auszuprobieren. Weil wir nicht nur uns, sondern auch euch gerne etwas verwirren und im Unsicheren lassen. Und daher ist für diese Woche erst einmal Schluss und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wir danken euch für euer Interesse, den wirklich interessanten Austausch. Und wenn ihr uns bei der Arbeit mit den Filmen oder unserer Reise unterstützen möchtet, dann findet ihr den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung oder ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Danke dafür und jetzt bleibt nur zu sagen, bleibt gesund, habt eine gute Woche und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye.